Hi Leute, Forti hier. Ich habe vor, mir einen neuen Rechner zu bauen und möchte euch gerne dabei haben und mit auf die Reise nehmen, auf diese spannende Reise. Also es ist immer sehr irgendwie cool, einfach einen eigenen Rechner zusammenzubauen, also komplett selber. Also man kann sich natürlich auch einen Rechner ganz normal konfigurieren lassen und bestellen und so weiter, ist kein Problem. Aber ich persönlich, das ist auch nicht mein erster Rechner natürlich, ich finde es immer irgendwie spannend, mit eigenen Händen etwas halt zusammenzubauen und natürlich auch jedes einzelne Teil wirklich zusammen oder auszusuchen und wirklich passend und so weiter und exakt das, was man selber so haben möchte. Und heute beginnen wir mit diesem Tower. Das Gehäuse hier, das sieht man ja sofort, das ist quasi eine Besonderheit, dass es ein Sichtfenster hat, ist heutzutage auch keine Besonderheit mehr sozusagen. Es war nicht immer so, ich weiß nicht, ob sich jemand von euch daran erinnern kann, aber Gehäuse von PCs waren früher einfach nur Metall und Grau und so weiter. Inzwischen natürlich nicht mehr. Für mich, ich hatte bisher noch kein Gehäuse mit einem Sichtfenster, deswegen habe ich mich jetzt mal entschieden, eins mitzunehmen, einfach weil ich so ein bisschen was Neues möchte. Und ich habe mich auch gleichzeitig für ein weißes Gehäuse entschieden. Das war mir auch persönlich wichtig, weil es einfach hier ungefähr stehen soll auf dem Tisch. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie so einen schwarzen Kasten. Ich meine, es gibt auch verschiedene Glasvarianten von Lian Li und so weiter. Sieht alles toll aus, war mir aber auch ein bisschen, ich sag mal, zu kostspielig, alles in Summe und so weiter. Deswegen habe ich mich hier in diesem Fall für das Fractal Design Define 7 entschieden. In weiß mit einem Sichtfenster, wie gesagt. Und also das Einzige, was ich vielleicht, ich sag mal, nicht ganz optimal finde, also hier vorne hat man so eine Aluminium-Oberfläche, so ich würde sagen gebürstetes Aluminium. Und das ist natürlich so ein bisschen silberfarben. Könnte vorne auch noch irgendwie einfach weiß sein, aber es ist trotzdem schön, finde ich. Und die Klappe hier vorne, die geht auf. Hier sehen wir auch die nächste Besonderheit, das sind auch mehrere Dämmmatten verbaut in diesem Gehäuse. Hier wie gesagt in der Front, dann hier auf der Rückseite bzw. auf dem hinteren Seitenteil oder im hinteren Seitenteil ebenfalls. Und hier vorne sehen wir auch eine weitere Besonderheit, es gibt mehrere tatsächlich. Hier gibt es noch einen Slot für ein Laufwerk, also für den CD-ROM, für eine Blu-ray oder was auch immer, DVD-Laufwerk. Und das haben viele jetzt inzwischen heutzutage nicht mehr natürlich, weil alles einfach online also heruntergeladen werden kann, weiß nicht, Betriebssystem und so weiter. Aber für die vielleicht noch eine Windows-CD haben, in meinem Fall ist das tatsächlich so, aber das war für mich kein Kriterium, aber ich finde es einfach ganz gut, es halt nutzen. Und wenn nicht, kann man das hier natürlich einfach so lassen. Die Blende davor ist auch in Ordnung. Dann die zweite Blende, beziehungsweise das ist nicht einfach nur eine Blende, sondern auch ein Staubgitter. Das kann man hier rausnehmen, zum Beispiel zum Absaugen. Ganz normal, ne? Mit so einem, naja, so einem Netz. Und hier sehen wir direkt dahinter sitzen schon zwei 140er Lüfter, um einfach die frische Luft sozusagen ansaugen zu können ins Gehäuse. Und hier unten ist ein weiteres Staubgitter, das kann man auch genauso rausziehen zum Absaugen. Die Glasscheibe ist noch mit so einer Schutzfolie hier beklebt. Das ist auch erstmal in Ordnung, die kann da noch kleben bleiben. Ich möchte erstmal alles fertig haben, bevor ich die Folien hier abmache. Sonst, ja, weiß nicht, kann es vielleicht schnell passieren, dass da irgendwie eine Macke reinkommt und das soll natürlich nicht passieren. Wenn wir uns das Gehäuse von oben anschauen, dann sehen wir hier den Power-Knopf. Hier USB 2.0, USB 3.0, USB sogar Typ C Anschlüsse, also zum, weiß nicht, Handy laden und so weiter oder vielleicht sogar für, weiß nicht, Controller anschließen und laden. Haben hier den Reset-Knopf und hier haben wir noch also Kopfhörer und Mikrofonanschlüsse. Die Decke sozusagen lässt sich natürlich ganz easy abnehmen und zwar hier oben einfach hochdrücken. Und hier sehen wir dann auch eine Dämmmatte. Hier oben drüber sehen wir ein weiteres Staubschutzgitter. Dieses lässt sich ebenfalls entfernen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Seitenteile auch abzumachen sind. Und zwar muss man die einfach hier hinten so quasi ganz einfach zur Seite oder zu sich ziehen. Dann werden die hier so rausgeklickt an den drei Stellen oben. Hier durch diese Öffnung kann man quasi schon die hintere Wand des Gehäuses sehen. Die kann man auch abmachen. Und auch hier sehen wir noch eine ganzflächige Dämmmatte. Jetzt habe ich den Tower mal gedreht, um euch zu zeigen einfach, wie es auf der anderen Seite aussieht. Also im Prinzip sieht man hier, was man normalerweise dann eben nicht sehen sollte, aber hier sieht man vor allem das Kabelmanagement, die gummierten Öffnungen hier für die Kabel, also die Kabelführung sozusagen nach vorne zum Mainboard und so weiter. Auch hier noch mit
Dingern hier. In der hinteren Wand des Gehäuses ist noch ein weiterer 140er Lüfter verbaut. Die sind alle drei ohne RGB, also sprich einfach schlicht weiß. Hier in der Rückwand sehen wir natürlich ganz klassisch die Slots für Grafikkarten, Soundkarten und so weiter. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, die Grafikkarte auch vertikal zu verbauen. Was ich noch ganz cool finde, ist eben dieses Fach. Das ist zumindest optisch verschlossen. Also hier gibt es natürlich Lüftungsschlitze oder Löcher, um jetzt zum Beispiel das Netzteil hier hinten festmachen zu können oder platzieren zu können. Hier vielleicht weitere, weiß nicht, Festplatten oder sonstiges, was man hier vorne gar nicht oder hier im Hauptbereich nicht haben will. Einfach aus optischen Gründen, damit es hier schön sauber aufgeräumt und schön aussieht. Das Define 7 unterstützt Mainboards der Typen ATX, Micro ATX und Mini ITX oder ITX, wie auch immer. Und bei mir kommt dieses B650 Tomahawk von MSI rein. Auch für extrem lange Grafikkarten ist hier auf jeden Fall Platz. Ich würde sagen, mindestens um die fast 50 cm, wenn man hier die Lüfter noch vorne ausbaut, also wenn es wirklich eng wird. Also ich glaube, meine RTX 2080 Super, die ist glaube ich hier bei 31 cm Länge. Also alles easy und passt locker. Oben unterstützt das Define 7 Radiatoren mit einer Länge von bis zu 420 mm, also schon ordentliche Klopper. Vorne gibt es bis zu 360 mm Platz für einen Radiator und wenn man den unten verbauen möchte, hat man da bis zu 280 mm Platz. Und um die Wasserkühlung bzw. den Radiator hier oben befestigen zu können, gibt es hier oben zwei Schrauben, die habe ich hier schon quasi gelöst. Und dann kann man den gesamten Schlitten oder dieses gesamte Gitter quasi rausnehmen. Dann hier den Radiator befestigen, dann kann man den sogar noch links und rechts schieben, wenn man den nicht so festballert. Und dann also schon mit dem Radiator zusammen hinterher einbauen, nachdem hier schon das Mainboard und so weiter alles eingebaut ist. Das finde ich schon ganz nett, dass man das nicht irgendwie alles hin und her frickeln muss, sondern das ist schon ganz cool gemacht. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch auch, wie der Tower oder das Gehäuse von unten aussieht. Hier ist ja eben dieses abnehmbare Staubgitter. Darunter befinden sich auch ausreichend Lüftungsschlitze. Hier hinten kommt ja das Netzteil hin und das muss natürlich auch genug Luft bekommen und so weiter, damit es nicht zu heiß wird. Kommen wir zum Zubehör des Define 7. Hier gibt es auf jeden Fall einen User Guide. Da bekommt man hier zusätzlich auch so ein Top-Teil geliefert. Also wenn man nicht die gedämmte Geschichte oben benutzen möchte, sondern mehr Lüftung braucht. Hier so ein kleiner Karton mit, na gut, brauchen wir nicht aufmachen, steht alles hinten dran, also irgendwelche Schrauben und Kabelbinder und so weiter. Und dann haben wir hier 4 Stück an der Zahl HDD-Einschübe mit so einem Thumbscrew. Also das ist sicherlich auch eine Besonderheit dieses Towers, Define 7. Hier gibt es auch so eine Nase, wo man das Mainboard erst einmal aufhängen kann. Und der Vorteil dieser Nase ist halt eben, dass man das Board auch im Stehen einbauen kann.